Aufsteiger Nummer 2 vor dem Rückspiel gegen PSG. Hannover haben wir 3-2. Ja, nach einem Kraftakt gewonnen. Heute wieder mit der kompletten B11, weil die A11 muss dann gegen PSG fit sein. Die Schalker stehen auch unten drin. Mit Hannover, mit Hertha. Bremen haben wir im letzten Part noch gesehen. Mit Hoffenheim. Wie gesagt, da kann auch die halbe Liga absteigen. Meister werden. Wir mit Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Also völlig verrückt, diese Bundesliga-Saison. Aber es ist schön. Wenn das jetzt bis zum Ende noch so bleibt, so spannend, so 2-3 Spieltage vor Schluss und das immer noch so ist, viel besser geht's doch gar nicht, oder? Das, was ich mir immer gewünscht habe. Eine sehr ausgeglichene Liga, sehr, sehr spannend bis zum Schluss. Und dazu muss halt auch heute hier gewonnen werden auf Schalke. Aber Achtung, es geht wahrscheinlich gar nicht gut los. Pfostenschuss und, oh, ich mit meinem hinten rausgespielt wieder. Jonathan David. Glück im Unglück. Also, genau wie gegen Hannover. Verschlafen wir so ein bisschen die ersten Minuten. Aber jetzt ein Nkunku, Haraldsson, Shaibi. Oh, könnte abseits sein. Ja. Weil er einfach nicht rauskommt. Da läuft er. Oh, ist aber ganz knapp. Wenn dann ist der Kopf oder irgendwas anderes. Ja, das Knie. Ganz knapp im Abseits. Und Schalke spielt nicht mit der Fünferkette. Die haben sonst immer Fünferkette gespielt. Die sind heute mit einem 4-3-3 unterwegs. Mit einem 6er und 2 Achtern. Ihr seht links die enge Tabelle. Leverkusen hat auch 53 Punkte, die sind da gar nicht mit aufgelistet. Aber jetzt wir, Shaibi, Haraldsson, ja, Luftloch getreten vom Schalker und der junge Miller. Lennon Miller mit dem Tor. Ja, wird Zeit, Junge, genau, er zeigt's an, es wird Zeit für sein erstes Tor. Mit 16 oder 17 Jahren, Wahnsinn, auch ein riesiges Talent, auch zu empfehlen. Habe ich auch in meinem Talente-Video vorgestellt, eines von 3 schottischen Talenten, die richtig, richtig gut werden. Neben Ben Doak und Ledley King von den Rangers. Und Lennon Miller ist vom FC Motherwell geholt worden. Erstes Tor in seinem 6. Spiel. Ich spiele halt selten mit der B11, deswegen hat er erst 6 Spiele. Genau das ist mal ein richtiges und wichtiges Zeichen an die Konkurrenz, dass wir selbst mit unserer B11 hier stark genug sind, um oben dran zu bleiben bislang. Hatten natürlich aber auch Glück. Der Pfostenschuss, wenn der reingeht. Aber gut, vielleicht gibt uns das jetzt Schwung. Um vielleicht gleich das zweite nachzulegen. Oh, wieder so viel Platz. Haraldsson und Fährmann. Hängt auch die Fußballschuhe an den Nagel. Also in jedem Spiel bislang haben wir einen, der die Fußballschuhe an den Nagel hängt. Da müssen wir mit dem Rechtsfuß ran. Das macht nur Shaibi. Und der findet Haraldsson. Und jetzt steht hinten keiner. Wenn da halt jemand gestanden hätte... Das hätte gefährlich werden können. Schalke steht auch sehr, sehr tief hinten drin. Um Gottes Willen, wir haben da so viel Platz. Da ist eine Riesenlücke zwischen dem Mittelfeld und der Verteidigung. Aber genauso schnell geht es dann halt auch in die andere Richtung. 4 Leute dann vorne. Geht keiner ran, da ist Sima. Nkunku Larsson ist dazwischen. Oh, es muss so abseits sein. Saß auf den ersten Blick so aus. Sima, Achtung, und David. Jede Parade, jede erfolgreiche Parade ist auch gut für ihn. Also er kann sich nicht beschweren, dass er hier nichts zu tun bekommt. Eckball kommt. Knauf ist da, Haraldsson ist da. Ja, wir kriegen ihn eigentlich gut verlängert, schade. Ah, gut von Haraldsson, kein Foul. Und ja, umschalten können wir leider nicht mit Miller. Der muss sich leider immer noch zurechtfinden. Schade, war auch die Chance wieder größer gewesen. Jetzt kommt Schalke, Achtung. Nagalo, fairer Zweikampf. Schalke macht Druck, presst und läuft da den Konter rein. Larsen, Knauf gegen Müller. Kallas kommt auch noch mit dazu. Ja gut, die Flanke, die kannst du dir schenken. Schade. Also auch wie gegen Hannover ein erwartet schweres Spiel. Erwartet, ey. Ich erfinde hier Wörter, die gibt's gar nicht, ey. Erwartbar schweres Spiel. Die kämpfen halt auch um jeden Punkt. Das ist ganz klar. Nkunku, Achtung. Oh, wieder hier allein gegen alle. Das geht schon wieder nicht gut. Ich sehe schon wieder gleich den Ball durch so eine Aktion im Tor landen. Aber gut, hier ist halt wenig Glanz und Gloria mit der 11, sondern mehr physisch. Muss hier gefightet werden um jeden Ball. Ja, Baumgartel als Innenverteidiger bringt wahrscheinlich gleich eine sensationelle Flanke rein, oder? Oder holt den Freistoß raus.
und der Freischuss von außen. Grimaldo bringt den rein. Oh, der ist lang in der Luft, aber Larsen hilft mit und jetzt die Chance umzuschalten. Shaibi und Knauf, 3 gegen 2, wenn er es schnell macht. Ja, und der ist schnell. Auf jeden Fall so schnell, dass Müller und so nicht hinterherkommen. Die Schalker, den fliegt ein eigener Freischuss um die Ohren. Ja, und Shaibi wird dann leider noch entscheidend gestört. Aber genau so Situationen brauchen wir hier. Wenn er da mehr Zeit hat und mehr Platz. Naja, egal. Aber wir führen. So Aktionen sind immer wieder wichtig. Ich bleibe auch erstmal im 4-2-3-1. Dieses kompakte. Das hat sich bislang eigentlich bewährt. Wobei gegen Hannover dann 4-4-2 dann am Ende den Sieg gebracht hat. Aber gut. Schalke ist nicht Hannover, ne? Logischerweise ein Kunku. Läuft hin ab. Eigentlich alles sehr souverän. Er sieht teilweise sehr planlos aus. Oder, was heißt planlos? Sehr wild, wie Schalke vorne anläuft. Und auch sehr wild, wie die hinten verteidigen. Haraldsson kriegt den Drive nicht. Dafür Shaibi diesmal. Ja, der war schon gefährlicher. Diesmal von der anderen Seite wird wieder gestört von... Ich glaube, Henrik Matriciani war das. Müsste er gewesen sein. Also das 1-0 geht in Ordnung. Klar, wir hatten Glück an der Anfangsphase, aber wir sind jetzt, glaube ich, schon die etwas bessere Mannschaft. Etwas zielstrebiger zum Tor, aber auch Schalke stecken sich hier nicht. Abrego. Ja, allein gegen alle. Shaibi kommt auch noch mit dazu. Jawohl. Oh, jetzt gibt es da wieder Freistoß für nichts. Absoluter Witz natürlich wieder. Wer steht da? Moa. Ja gut, ich weiß nicht, wie gut der Freischüsse schießen kann. Wahrscheinlich haut er den jetzt in Winkel. Tor des Monats. Ja, okay. In welchen Winkel? Ja, Mamouche laust schon mal für die Karriere nach der aktiven Karriere. Und wieder über die Außen. Wir haben Platz, weil Schalke eigentlich uns die Räume lässt. Aber wenn wir den Ball halt auch wieder direkt in die Füße spielen, was willst du da machen? Da bist du dann halt auch verloren. Ey, Tempelmann. Buta und Knauf wissen nicht so recht, was Sache ist. Wieder Tempelmann, Buta. Sehr, sehr schön. Fair geklärt. Oha. Muss ich mir rot im Kalender anstreichen? Gibt's nicht so oft. Aber eine Halbzeitführung, die gab es schon öfter. Jetzt führen wir mal 1-0. Aber wir müssen, entweder müssen wir umstellen oder wir müssen doch nochmal 1, 2 Leute von der ersten Mannschaft, von der A11 rein tun. Auch wie gegen Hannover, ausgeglichenes Schussverhältnis. Schalke hat ein bisschen mehr Ballbesitz, also ja, geht in Ordnung. Also ist jetzt nicht hochverdient, aber unterm Strich geht das schon in Ordnung, dass wir hier führen. Nicht unverdient. So, was mache ich jetzt? 4-4-2 erstmal. Ich stelle auf 4-4-2 um, damit wir vorne 2 Stürmer haben. Auch eine bisschen breitere Formation. Dass Schalke vielleicht auch ein bisschen mehr Probleme kriegt. Ja, die kriegen jetzt erstmal Knauf nicht in den Griff. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Start. 48. Direkt mal das zweite hinterher. Und auch er mit einer leckeren Tasse Tee. Hier auf Schalke aber ziemlich luftig verteidigt. Das meine ich in der ersten Halbzeit. Die stehen tief. Ja, zwischen Mittelfeld und Abwehr ist so eine Riesenlücke. Und Knauf mit links. Also er hat schon echt Tore aus Situationen gemacht. In Köln zum Beispiel aus der Drehung. Ich habe, glaube ich, selten ein Tor aus der Drehung gemacht. Und selbst hier in FIFA, dass das mal klappt. Und jetzt mit links in Winkel. Gut, das ist natürlich eine Situation, die spielt uns in die Karten. So ein frühes 2-0 kann dem Gegner schon den Zahn ziehen. Larsen in der Mitte, aber ist noch nicht vorbei hier. Jetzt muss ich mal gucken im Defensivverhalten. Oh, 3 gegen 2, aufgepasst. Markovic, ja. Der ist auch nicht gerade langsam. Gegen Buta. Und wieder Sima. Ja, der schießt aus allen Laken, aber das hat David gesehen. Schaut da schon vorbei wie ein großer. Aber Schalke vorne, die bleiben weiterhin offensiv. Müssen sie ja jetzt auch notgedrungen. Aber wir haben jetzt vorne auch mit unseren 2 Stürmern auch mehr Anspielstationen. Haraldsson, ja, gute Flanke. Oh, Shaibi. Ein Kunku, ja, wunderbar. Mit der Hacke. Sieht sogar noch schön aus. So, jetzt Shaibi, Doppelpass. Hinterläuft er. Ja, bisschen kompliziert, aber egal. Muss auch mal sein. Amenda, oh, jetzt Knauf. Jawohl, jetzt hau mal einen raus da. Jawohl, schade. Der kam endlich mal aufs Tor. Ne, Amenda lassen wir nochmal. Der muss halt auch mal ein paar Spiele durchspielen.
So, da steht Ansgar Knauf, aber da kann ich nicht hinflanken. Ne, den mache ich diesmal so. Haraldsson und da kommt Nagalo. Nächste Chance, Fährmann ist da. Jetzt sind wir auch, glaube ich, spielerisch den Schalkern überlegen. Oh, ein bisschen zu zentral, schade, sonst wäre das die Entscheidung gewesen. Wenn hier das dritte fällt, dann ist das Ding durch. Larsson, Buta, oh, schöner Ball. Wen haben wir da? Da haben wir Chaibi, oder hätten wir Chaibi gehabt. Und erstes Mal geklärt. Also zweite Halbzeit geht ganz klar an uns. Auch jetzt gerade nach der Formationsumstellung aufs 4-4-2. Viel mehr Platz über die Außen. Natürlich, Schalke steht immer noch total defensiv. Also irgendwie ganz merkwürdig. Und dadurch haben wir halt auch vorne mehr Anspielstationen. Ne? Das ist ganz klar. Aber Achtung, Abrego ist auf einmal frei. David kommt wieder nicht raus, warum auch immer. Buta im letzten Moment, das war sehr wichtig. Aber ich verstehe nicht, warum der Keeper da nicht rauskommt. Ich habe ja rausholen gedrückt. Aber irgendwie bleiben sie dann immer wie angewurzelt auf der Linie stehen. Oh, könnte Abseits sein? Nee. Das verstehe ich halt nicht. Aber egal, weiter geht's. Nächste Chance folgt zugleich wahrscheinlich. Markovic. Und Nagalo steht richtig, sehr schön. Also auch die Defensive hat sich jetzt gefangen. Die Schalker kommen nicht mehr so leicht durch. Aber dafür wir. Mit Chaibi, der will auch noch ein Tor schießen. Der hat schon so oft versucht. Haraldsson ist ja unfassbar, wie viel Platz wir da haben. Bis in den Fünfer, ey, kann er da reingehen. Und dann überbrücken sie natürlich aber auch das Mittelfeld ganz schnell. Oh, Grimaldo. Gegen Kunku. Ja, dazwischen sehr, sehr schön. Also, perfektes Zweikampfverhalten. Wir spielen es richtig gut hinten raus. Das sieht auf jeden Fall souveräner aus als gegen Hannover. Obwohl wir natürlich da auch ein bisschen Glück hatten. Ganz oben. Ah, schade. Wäre Chaibi gewesen. Aber gut, Schalke spielt jetzt auch ein bisschen Harakiri. Ich glaube, da brauchen wir auch kein Einwechseln von der A11. Also hätte es jetzt noch 1 zugestanden, dann hätte ich gesagt, okay, nochmal 1, 2 frische Kräfte. Dass wir das Ding hier nochmal ein bisschen sicherer und deutlicher gestalten. Aber so, glaube ich, hat das den Anschein, dass wir das hier ganz souverän runterspielen. 13 Minuten noch. Aber trotzdem so ein Tor auch fürs Torverhältnis. Ne? Ich meine, wir haben ein gutes Torverhältnis, aber im Vergleich zu Dortmund, Leverkusen und den Bayern, da können wir uns auch vorbeischieben, ne? Gerade in so einem Spiel. Buta, da kommt Haraldsson. Ja, Miller wäre eine Chance gewesen. Nochmal Buta. Hinten winkt Chaibi. Der will unbedingt, aber Larsen will auch. Na gut, gelingt nicht alles, aber wie gesagt, das ist bislang sehr souverän. Auch in Halbzeit 2. Amenda, Ausrufezeichen, Innenverteidiger. Ah, gut, daran sieht man warum. Aber Haraldsson, klasse Pressing und der muss natürlich rein. Oh, das war wieder fahrlässig. Der hätte ich auch spielen können oder den selber reinmachen müssen. Egal, weiter geht's. Vielleicht macht er diese Situation jetzt. Larsen, Chaibi. Niemand frei, doch. Da Larsson schnell angenommen, direkt abgeschlossen. Ja, schade. Also, Chance um Chance hier. Brian Lassme kommt nochmal für Grimaldo. Den hätte ich zum Beispiel auch von Anfang an gebracht. Der spielt ja auch nicht immer so verkehrt. Bei Schalke. Aber Schalke kommt nochmal, die wollen es wissen. Matriciani läuft durch, da ist er. Der neue Philipp Lahm. Achtung, Nagalo ist dazwischen wichtig. Und alle sind hoch konzentriert. Daran sieht man halt, dass wir auch eine richtig gute B-Innenverteidigung haben, die noch viel Entwicklungspotenzial hat. Und David geht auf Nummer sicher, alles gut. Bringt die Schalke hier zum Verzweifeln. Eckball kommt, Chaibi ist nicht da, aber David springt da sehr spektakulär. Ja, und hält den Sieg fest. Also gute Vorbereitung. Obwohl die B11 halt nicht spielen wird gegen Paris, aber für uns gute Vorbereitung. Nochmal in der Liga 3 Punkte geholt gegen Schalke und jetzt ist halt das nächste Highlight dran. Gegen Paris, da bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn das so wird wie im Hinspiel, dann fallen auch wieder viele Tore. Aber wir stehen unter Druck. Aber wir können mit Druck umgehen. Von daher freue ich mich aufs Spiel. Freue mich, dass wir das Spiel hier souverän rumgekriegt haben. Dass wir mal wieder zu 0 auch gewonnen haben. Auch wenn das Ergebnis jetzt oben verdeckt ist. Ihr wisst es trotzdem, 2-0 gegen Schalke. Und besonders halt in Halbzeit 2, dann nach der Systemumstellung, glaube ich, sehr verdient. Und die Bayern verlieren in Köln. Das ist natürlich eine Nachricht. Ach, da mache ich 2 Flaschen Champagner oder so auf. Heißt also, dass wir die Bayern erstmal
hinter uns lassen. Und wir spielen sogar als nächstes gegen die Bayern. Also jetzt sind ganz viele Spiele, wo schon Entscheidungen fallen können. Wir können die Bayern uns vom Leib halten. Ich muss ja das mal gucken in der Tabelle. Das ist der Wahnsinn. Haben die anderen schon gespielt? Guck grad mal, Dortmund hat schon geschafft, die sind weiter. Leipzig ist weiter, okay. 2 deutsche Mannschaften. Juve ist weiter. Atletico schlägt Liverpool. Die Bayern kommen weiter. Ja, gewinnen nach Elfmeterschießen gegen Lazio. Und City kommt weiter gegen Barca. Also wir haben bislang 3 deutsche Mannschaften, die weiter sind. Wäre auch nicht schlecht, ne? Wenn die deutschen Mannschaften mal hier alles aufmischen. Da wird es bestimmt auch ein deutsches Duell im Viertelfinale geben, sofern wir denn hier auch weiterkommen sollten. Kommen wir erst nochmal hier in die Bundesliga rein. Und so ist es. Wir haben jetzt 4 Punkte Vorsprung vor den Bayern, weil die, ja, wie gesagt, gegen Köln verloren haben. Wahnsinn. Vielen Dank an die Kölner. Dortmund hat gewonnen, Leverkusen hat gewonnen. Wir bleiben also vorne dran. Leipzig kommt auch wieder ran. Also im schlimmsten Fall fallen die Bayern sogar aus den Champions-League-Plätzen raus. Ich sage ja, das wird von Spiel zu Spieltag hier wilder und kurioser. Und ganz kurios wird jetzt auch das Rückspiel gegen PSG. Ich bin sehr, sehr gespannt. Drückt mir die Daumen, seid dabei, fiebert mit. Und dann gucken wir mal, was am Ende bei rumkommt. Macht's gut. Ciao, ciao.